Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Video zur Mobile App. Im vorherigen Video haben wir gesehen, wie unser mobiler Client aufgebaut ist und wie in ihm navigiert werden kann. Nun möchte ich Ihnen die wichtigsten Suchmöglichkeiten zeigen. Fortgeschrittene Optionen für die Dokumentenrecherche werden wir in unserem Video mit dem Windows-Client behandeln, welches ich oben rechts verlinke. Ich empfehle Ihnen, dieses zuvor anzuschauen, da hier bereits einige Dinge als eingeführt gelten. Die Suche von Dokumenten stellt eine der wichtigsten Funktionen innerhalb des Dokumentenmanagementsystems dar und ermöglicht eine spürbare Zeitersparnis gegenüber der klassischen Papier- oder Dateiablage. Dank der performanten MySQL-Datenbank und State-of-the-Art Texterkennung können in Bitfarm Archiv selbst Dokumentenmengen von einigen Millionen in wenigen Sekunden durchsucht werden, genauso wie man es von einer Suche im Internet gewohnt ist. Schauen wir uns nun die grundlegenden Suchfunktionen der Mobile App an. Nach einem erfolgreichen Login sehen wir die Hauptmaske, welche gleichzeitig auch die Standardsuche beinhaltet. Diese ist identisch mit unserem Windows-Client und umfasst unter anderem die Suche im Volltext, nach Benutzern, Datumsbereichen oder Verknüpfungen. Durch Tippen auf das jeweilige Feld können wir auch noch weitere Suchparameter wie beispielsweise Schlagworte, Gruppen oder Titel wählen. Dabei steht es uns offen, ob wir nur einen einzelnen Parameter für die Suche heranziehen oder mehrere, dabei mit einem logisch und verknüpfte verwenden. Neben der Standardsuche haben wir ebenfalls die Möglichkeit, mittels Zusatz- oder Statusfeldern die Suche weiter einzugrenzen. Die Felder werden vom Administrator je nach Archiv und Anwendungsgebiet angelegt. Bei der Suche sind auch Kombinationen mit den Standardparametern möglich. Die Statusfelder zeigen den aktuellen Bearbeitungszustand und können von Benutzern mit entsprechenden Rechten gesetzt werden. Für die Nutzung bei der Suche werden diese abhängig vom ausgewählten Archiv im oberen Bereich der Hauptmaske dargestellt. In diesem Beispiel können wir die Rechnungen eingrenzen, die geprüft, aber noch nicht gebucht sind. Die Suche wird stets im ausgewählten Lager oder Archiv durchgeführt. Im unteren Bereich der Hauptmaske können wir sehen, was zurzeit selektiert ist. Möchten wir Lager oder Archiv ändern, so öffnen wir dafür die Seitenleiste und tippen anschließend auf den Archivbaum. Durch Auswählen des Lagers werden die darin enthaltenen Archive ausgeklappt. Ein erneutes Tippen bestätigt die Selektion und wir werden automatisch wieder zur Hauptmaske weitergeleitet. Über diese führen wir beispielshaft im Lager IT eine Volltextsuche nach dem Wort Gigabyte aus und möchten dabei Dokumente eines bestimmten Benutzers ausschließen. Dafür wählen wir die Checkbox aus, welche den entsprechenden Suchparameter negiert. Nun werden bei der folgenden Suche nur Dokumente angezeigt, die das Wort Gigabyte enthalten und nicht von Benutzer Arno Abend stammen. Diese und weitere Eingrenzungen der Suche sind immer dann hilfreich, wenn nach einem sehr allgemeinen Begriff gesucht wird, welcher in vielen Dokumenten auftaucht. Der Button Suchen führt uns anschließend zum Suchergebnis, wenn mindestens ein Treffer gefunden wurde. Die Tabellenspalten der Trefferliste können wir unseren Erfordernissen entsprechend anpassen. In der Standardkonfiguration werden Titel, Benutzer und das Datum angezeigt. Durch Tippen auf das Kontextmenü und der entsprechenden Option werden die Standard- und Zusatzfelder des ausgewählten Archivs dargestellt. Maximal 3 Spalten
sind für die Konfiguration der Trefferliste möglich. Eine Umkehrung der Spaltensortierung erhalten wir durch einmaliges Tippen auf den Tabellenkopf. Mit der Bestätigung der Auswahl gelangen wir anschließend in die Dokumentenansicht. Annotationen, wie beispielsweise Notizen oder Stempel, werden hier clientübergreifend dargestellt. Mit einem Wisch nach links öffnet sich der Infocontainer, bei dem unter anderem die Statusfelder gesetzt werden können. Innerhalb der Seitenleiste befindet sich auch die Schnellsuche. Diese ist von überall aus mit einer Tippgeste erreichbar und entspricht dem allgemeinen Suchfeld im Windows-Client. Die Eingabe durchsucht die Felder, die in den Einstellungen dafür aktiviert worden sind. Zur Auswahl stehen Volltext, Schlagwörter, Annotationen und Zusatzfelder. Auch hier wird nur das selektierte Archiv berücksichtigt. Als nächstes werfen wir noch einen Blick in das Lesezeichenmenü. Dort finden wir alle Lesezeichen, welche über den Windows-Client angelegt oder dort als Verlauf gespeichert wurden. Die Benutzung von Lesezeichen ist vor allem dort interessant, wo bestimmte Suchkombinationen häufig verwendet werden. Sie können im Windows-Client abgespeichert und anschließend auch hier im mobilen Client mit einem Klick aufgerufen werden. Durch Tippen auf das gewünschte Lesezeichen wird die Suche im Anschluss automatisch ausgeführt. In diesem Beispiel haben wir uns alle Dokumente anzeigen lassen, die älter als 5 Tage, noch nicht geprüft, aber auch nicht ungültig sind. Möchten wir die Ergebnisse noch weiter eingrenzen, so steht uns ab Version 3.6.2 die aufbauende Suche zur Verfügung. Diese filtert eine bereits ausgeführte Lesezeichensuche noch zusätzlich nach weiteren Parametern, die wir nach Belieben definieren können. Dafür wählen wir zunächst ein Dokument in der Trefferliste aus, dessen Status und Zusatzfelder für die weitere Eingrenzung benutzt werden sollen. Ich erinnere an dieser Stelle kurz noch einmal daran, dass die angezeigten Zusatz- und Statusfelder vom ausgewählten Archiv bzw. Dokument abhängig sind. Hier möchten wir zusätzlich zu den älteren Rechnungen, die ungeprüft und gültig sind, noch einen Kreditor mit als Bedingung hinzunehmen. Damit sind wir bereits am Ende unseres Videos über die Suchfunktionen der Mobile App angelangt. Wie Sie sehen, gibt es, wie auch beim Windows-Client, eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie wir Informationen im DMS finden können. Herzlichen Dank fürs Zusehen und Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.